So, Servus. In diesem Video schauen wir uns ein paar von unseren Aktien an, die etwas unbeachtet sind. Wir schauen uns an, was BLNK macht. Wir schauen uns an, ob Webull jetzt endlich mal einen Trend Change macht. Wir schauen uns an, was Trump Media macht. Ob NIO jetzt endlich seinen Boden erreicht hat. Ob Plug vielleicht sogar mit AMC und GME nach oben geht. Und ob Unity Software nach oben oder nach unten geht. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze diese Methode. Ich werde am Ende des Videos ein Erklärvideo dranhängen oder ihr sucht es einfach nach der Playlist Track the Method auf meinem Channel. Na, dann fangen wir heute gleich mit BLNK an. So, für BLNK haben wir drei Fractals. Das erste ist von IPO bis 16. März 2020. Das zweite ist vom 16. März höchst bis 7. April 2025. Und im besten Fall sind wir schon im dritten drin. Im Bearischen noch nicht. Dazu sei auch gesagt, was auch immer BLNK macht. Bei unserem nächsten großen Move müssen wir über das Hoch vom Februar 2021, wenn nicht, ja, dann kann man das sehr schön sagen, dass das hier wahrscheinlich unser großes M ist und beim nächsten Move wäre das unser großes T. Das bedeutet nichts anderes als, wenn wir dieses Peak hier rejecten bei 62, nachher wird BLNK sterben, weil unser Low ist jetzt schon bei 63 Cent. Wenn das hier unser T ist, dann stirbt diese Aktie, weil dann gehen wir runter in die 10 Cent Area. Das wäre nicht gut. Okay, uns interessiert aber jetzt nur der nächste Move, also werden wir uns jetzt diese Sektion hier anschauen. Und zwar die Sektion von 9. April 2025 bis heute sozusagen. Hier habe ich eine bullische und eine bärische Variante für euch. Ja, wir fangen mit der bärischen an, weil das ist die kürzeste. Das bedeutet, das Ganze, in beiden Fällen ist das Ganze hier unser T. Für die bärische Variante bedeutet das aber, dass dieses T nicht fertig ist. Ja? Man muss dazu sagen, wir sind hier niedriger gekommen als hier. So technisch gesehen ist dieses T fertig. Aber wenn ihr mich jetzt schon länger verfolgt, normalerweise, perfektes Beispiel ist das hier zum Beispiel, endet das T nicht einfach einen Cent drunter, sondern man bekommt halt wirklich einen Drop. Ja. Deswegen wäre das nicht genug. In dem Fall wäre das hier einfach nur ein kleiner Bounce und der nächste Move. Und ich gehe davon aus, wir bekommen diese Antwort diese Woche, weil meine Zeit-Area vom 9. Jänner bis zum 20. Jänner schießen wir hier nach unten. In dem Fall wäre mein Preisziel 40 bis 30 Cent. Das wäre dann unser echtes Wie. Dann müssen wir noch ein Higher Low machen und dann kommt der ganze Move. Einfach für die bärische Alternative. Für die bullische Alternative ist dieses T fertig. Das bedeutet, das ganze Fractal hier ist fertig. Das bedeutet, Fractal 2 ist fertig und wir wären jetzt eben schon im Move von Fractal 3. Dazu sei gesagt, allein für das hier, wir haben noch kein Higher Low. Und ihr wisst, ich möchte meine Higher Lows haben. Und wir haben diese Trendlinie, einfach nur für das T. Und seitdem wir hier hochgekommen sind, wir hitten unseren Kopf die ganze Zeit dran. Ich habe dafür einfach nur zwei Varianten. Die eine Variante ist, das hier ist einfach nur unser Higher Low. Also unser kleines Higher Low zu unserem T. Bedeutet,
Wir sind jetzt am 14. Jänner bei unserem Peak gewesen. Und in dem Fall sollten wir diese Woche hier runtergehen. Ja? Unser Ziel ist dann noch immer 71 Cent. Das würde dieses Higher Low beenden. Und dann können wir zu unserem kleinen A raufschießen, was bei 1,43 ist. Ja? Sollten wir unter 6, aber machen wir gleich mit den Levels weiter. Ja? Für Levels sollten wir aus irgendeinem Grund über 1,17 gehen, ist das bullish. Ja? Sollten wir bei 1,43 landen, perfekt, dann wäre das unser A. Ja? Sollten wir hier rejecten und runtergehen, ist wie gesagt unser nächstes Ziel 71 Cent für unser kleines V&A, damit wir dieses Higher Low abschließen. Sollten wir unter 66 Cent fallen, muss ich leider sagen, gehe ich davon aus, dass dieses T noch nicht fertig ist und dass wir sehr viel tiefer kommen werden. Ja. Im Großen und Ganzen schaut es derzeit aber nicht so schlecht aus. Ja. Wenn man sich diese Bars-Pattern hier nimmt, könnten wir locker etwas in diese Richtung machen. Ja. Würde wirklich bedeuten, wir könnten jetzt einfach schon unser großes Higher Low machen. Das wäre irgendwas in die Richtung von 1,30 $. Ob wir dann diese Sideways-Bewegung machen, ist ab. Schauen wir mal. Ja. Aber im Großen und Ganzen unser Hauptziel ist, wir wollen, wenn das hier unser V ist, ein Higher Low machen, was groß genug ist, damit man es mit dem Rest hier vergleichen kann. Und dann wollen wir außerhalb dieser Trendlinie kommen. Ja. Vergleichbar wäre dieser ganze Move mit dem hier, mit März 2020. Ja. Weil auch hier ist das hier unser T. Wir fallen runter zu einem neuen Low. Aber auch hier perfektes Beispiel. Es war halt ein bisschen tiefer. Es war nicht nur 1 Cent, es war ein bisschen tiefer. Aber für die bullische Variante wären wir halt jetzt wirklich gerade irgendwo hier drin. Ja. Ich würde sagen, abwarten. Ja. Ich meine, okay, man könnte sich jetzt vielleicht schon Aktien kaufen, dann hat man keinen Stress. Wenn man noch keine Position haben will, einfach abwarten. Fractal-mäßig schaut das gut aus. Gleichzeitig für die bärische Variante wären wir irgendwo hier jetzt gerade. Ja, einfach nur dazu gesagt, und wir brauchen noch immer. Aber alles in allem, für die längere Sicht sollte man sich das einmal auf die Watchlist setzen, weil es könnte wirklich interessant werden. Okay, nächstes ist DGT. DGT wird immer interessanter. Ne? Für DGT, wir haben nur ein Fractal, ein riesengroßes Fractal. Und hier kann ich mit ziemlich guter Sicherheit sagen, dass dieses Fractal am 17. November beendet worden ist. Und wir jetzt in unserem neuen sind. Ja? Wir haben unser großes Allzeithoch, unser Lower High, ein massiv großes M, ein massiv großes T und am 17. November unser W. Dazu sei gesagt, wie auch in anderen Aktien, wo ich sage, wir squeezen nicht vom Boden. Ja, ich glaube, das sollte jetzt mittlerweile auch den absolut Ungläubigsten klar sein. AMC und Chemie hat gezeigt, wir squeezen nicht vom V. Es gibt immer ein Higher Low. Dazu sei aber auch gesagt, wenn man sich das hier anschaut, das ist ein kleines Higher Low. Aber man muss dann auch sagen, nur weil man hier einmal rauf und einmal runter gegangen ist, ist das nicht gleich ein Higher Low. Ja? Das Higher Low muss zum Fractal passen. Dieses kleine Shit-Ding da passt nicht zu dem LMNT. Ja? Wir brauchen also ein großes Higher Low. Ja? Ich sage nicht, dass das so lange dauert. Ich habe das hier nur gezeichnet, damit man auch die Landmarks sieht. Aber
Wir brauchen ein High Low, was hier wahrscheinlich raufgeht, zu dieser Trendlinie, hier rejected und dann runter zum V&A geht. Ja, ob das jetzt in einer Woche oder in 2 Monaten passiert, werden wir sehen. Aber wir brauchen ein High Low. Danach, wenn dieses High Low fertig ist, unser nächstes Ziel ist erstens, wir brechen diese Trendlinie. Unser A ist irgendwo zwischen 60 und 50. Dann machen wir einen Breakout Retest. Ja, oder einen 0.5 Pullback. Und dann ist unser B bei 90, 70. Dann im besten Fall, wenn wir die Regeln einhalten, würden wir einen 0.5 Pullback von unserem A-Low machen. Und dann ist nur noch die Frage, brechen wir Allzeithoch oder nicht? Na gut, dann schauen wir uns jetzt noch das hier an. So, hier ist unser absolutes W, was ich wirklich glaube, also unser absoluter Boden. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in nächster Zeit nochmal hier drunter fallen. Wir haben hier unser kleines High Low gemacht, was perfekt in einem V&A geendet ist. Danach haben wir einfach nur ein kleines Micro-High Low hinzugefügt. Das war, glaube ich, 2 Tage, ja. Auch in einem V&A geendet. Und in dem Moment, wo das zweite fertig war, haben wir plötzlich Merge News bekommen und sind nach oben geschossen. Ja. In dem Fall ist das Ganze hier einfach nur unser kleines A für unser Higher Low. Und meiner Meinung nach ist das auch schon beendet. Weil wenn man sich anschaut, von unserem absoluten Low zu unserem Peak, ist fast ziemlich ein perfektes 0.618 Pullback. Und wir sind daran gebounced. Ne? Für die absolute bullische Variante sind wir gebounced und gehen jetzt nach oben. Ziel für den nächsten Move ist irgendwas für 30 für unser B. Ja, also wir würden jetzt dann hier nach oben schießen. 0.5 Pullback. Rauf zu unserem C. Das wäre unser Peak für unser Higher Low. Lower High, Midpoint, T. Und dann, das ist das Geile, wir haben jetzt schon unser V&A, in meiner Meinung nach, bedeutet, wir müssen unter 12,51. Und wenn es nur 12,50 ist. Der Punkt ist der große Buy-in für den richtig großen Move. Aber man kann das hier jetzt auch schon spielen. Einzige Alternative, wie immer, wir machen ein kleines Micro-Higher Low zu dem hier. Das würde bedeuten, es gäbe noch die Chance, wenn wir jetzt hier genau hineinzoomen, ja, dann wäre das unser Peak von unserem Micro-Higher Low. Das wäre unser Lower High. Das wäre unser M. Also wir hätten noch die Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht noch hier runterfallen. So, was ist das? 12,96. Das würde dieses kleine Micro-High Low beenden. Nachher geht's rauf zu B. Ja. Schaut perfekt aus. Und vor allem, vielleicht bekommen wir das schon nächste Woche. Kurze Woche, rote Woche ist normalerweise eine bärische Woche. Jetzt haben wir auch schon die ganze Zeit die News wegen Zöllen und so weiter und so bla 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 bla. Wäre der perfekte Moment, um dieses kleine Ding hier fertig zu machen. Für Levels. Alles über 17,14 bullish. Alles über 17,84 mega bullish. Und sollten wir in den nächsten Wochen Richtung 30 laufen, Vorsicht, wäre das meiner Meinung nach schon unser B. Für die Downside, alles unter 12,51 wäre bearish. Und sollten wir dann klarerweise unter 10,43 fallen, muss ich es mir nochmal anschauen, weil dann stimmt irgendwas nicht. Ne? So viel für DG. Nächstes ist NIO. So, für NIO ist eigentlich dasselbe wie für DGT. Ich habe keine wirkliche bearische Alternative für NIO. Weil vom IPO
bis September 2019, das war einfach nur A. Von 2019 bis April 2025, das war unser großes B. Und egal für die bullische oder die bearische Version, wir sind in unserem C. Wir sollten also nicht mehr unter das letzte Low fallen. Und unser nächstes Ziel ist irgendetwas über $66, weil C ist auf jeden Fall höher als B. Also schauen wir uns jetzt an, wie weit wir sind. So, hier hineingezoomt. Hier sieht man unser Low von unserem B am 8. April 2025. Auch hier wieder, wir squeezen nicht vom Low, sondern wir haben ein schönes Higher Low in einem V&A beendet. Dann haben wir noch wieder mal, es scheint gang und gäbe zu sein, ein kleines Micro Higher Low gemacht. Und in dem Moment, wo das fertig ist, sind wir nach oben geschossen. Wir sind außerhalb der Trendlinie gebrochen, wir sind rauf zu unserer T-Linie. Also das ist unser perfektes A. Und der Peak von unserem A war am 2. Oktober. Und seitdem haben wir einen Pullback gemacht. Und ihr könnt es euch nicht vorstellen, vor allem von asiatischer Seite, wie oft ich Nachrichten bekommen habe, vor allem hier in dem Bereich, wenn ich doch positiver berichten würde, würde ich mehr Views bekommen. Und meine einzige Antwort damals war und ist heute auch noch, das war mein A und ich will einen Pullback sehen. Und auch wenn mich Leute nicht mögen deswegen, wenn ich wirklich einen Pullback sehe, werde ich euch nicht erzählen, da ist eine Chance raufzugehen. Nein. Für mich war klar, das war unser A-Peak und wir müssen mindestens zum 0,5 runtergehen. Ja? 0,5 war von unserem Low zu unserem Peak hier. Und wie wir das hier durchbrochen haben, muss ich auch ehrlich sagen, war mir absolut klar, dass wir für diesen Pullback auf jeden Fall ein V&A brauchen, meiner Meinung nach. So, fürs Tracking. Das ist einfach nur unser A. Perfektes kleines A, B, C, was unser großes A ist. Hier haben wir ein perfektes Lower High. Runtergefallen, mit einer Candle rauf, unser perfekter Midpoint. Und hier, wo alle schon herumgeschrien haben, jetzt geht's los, war ich ziemlich der Meinung, das ist auf jeden Fall unser T. Dann sind wir runtergefallen. So, die Sache ist die, dieses T kann fertig sein, weil es hat ein Lower Low gemacht, wo es angefangen hat. Perfekt. Einzige Sache ist nur, hier ist nichts. Ja. Es macht eigentlich für mich keinen Sinn, hier zu bouncen. Außer wir nehmen die 0,5 und sagen, hier ist die 0,5, das wäre noch immer ein 0,5 Bounce. Okay. Dann habt ihr die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt nach oben schießen. Mein Ziel war wieder mal vom 9. Jänner bis zum 22. oder 21. Jänner. Das ist nächste Woche. Das ist Mittwoch, Donnerstag. Also entweder wir bouncen hier hart, ja, und wir gehen nach oben. Oder wir werden nächste Woche unser V&A beenden. Unser V&A ist bei 4,37. Ja. Bedeutet, wir müssen zumindest auf 4,36. Und wenn man sich das anschaut, was ist das? Das sind 7%. Für NIO ist das kein Problem. Ja. Also ich gehe noch immer davon aus, wir werden jetzt nächste Woche hier das hier beenden. Dann ist unser A-Pullback beendet. Entweder wir machen dann noch ein kleines Micro-Halo oder es geht dann nach oben. Ja. Nach oben wohin? Ja, unser nächstes B ist bei 16. Ja. Dann vielleicht ein Pullback und dann geht schon rauf nach Allzeithoch. Vergleichen das Ganze hier tue ich gerne mit 2019, weil, wenn man sich das hier genau anschaut, ne? So, wir fallen von unserem T runter, also das hier ist 2019, das ist jetzt. Ja. Wir fallen von unserem T runter, wir machen unser V, wir machen ein perfektes High-Low,
Aber ihr müsst euch hier noch so eine Trendlinie vorstellen. Wir brechen außerhalb der Trendlinie, wir brechen außerhalb der Trendlinie. Wir machen auch hier ein schönes Head and Shoulders. Das ist unser A. Und dann fallen wir runter zu unserem V&A. Wir fallen runter zu unserem V&A. Also in dem Fall bin ich noch immer der Meinung, wir sind irgendwo in diesem Drop jetzt gerade. Wenn wir die Vergangenheit wiederholen, dann werden wir danach ein kleines High Low machen. Und dann geht's nach oben. Das ist der Move, den wir tracken. Und in dem Fall sollte es dann relativ schnell nach oben gehen. Wirkliche richtige Pullbacks sehe ich dann hier nicht mehr. Wenn wir also dasselbe machen wie 2019, dann wird der Move so relativ gut so ausschauen. Ja, schaut auf jeden Fall genial aus. Für Levels, schauen wir uns die Levels an. Also, ich meine, okay, wenn wir 4,55 brechen, geht's runter zu unserem V&A bei 4,37. Sollten wir über 5,80 gehen, gut, dann war es jetzt doch ein 0,5 Bounce und es geht nach oben. Alles über 6,27 und es gibt keine Alternative für die Downside und alles über $8 und ab geht's. Okay, nächstes Fuser. Für Fuser haben wir nur ein schönes, riesiges Fractal. Ja, es ist aber eigentlich eine Aktie, die nicht so schnell moved. Dazu sei gesagt, auch für diese Aktie hier, ich habe eigentlich keine bearische Alternative. Ja. Ich weiß, ich versuche jedes Mal eine Alternative zu zeigen. In dem Fall, wir haben einfach hier unser Top, unser C, unser Lower High, unser perfekten Midpoint, der auch unser B ist. Auch hier, wie ich immer sage, wenn man die Regeln 1:1 nimmt, wäre unser B bei 20.000. Ohne Split seht ihr keine Aktie bei 20.000. Ist aber nicht gesagt, dass wir da nicht raufkommen können. Aber wenn wir hier raufkommen, dann nur, wenn diese Firma einen Forward Split macht. Ne? Dann sind wir runtergeknallt, haben unser riesiges T gemacht. Ja? Auch in dem Fall, dieses T wäre jetzt dann unser nächstes Ziel für unser großes A. Ja? In dem Fall sehe ich eine Chance, dass wir hier raufkommen. Ja? Aber ohne Split ist das hier unsere Linie, die wir nicht nach oben brechen werden. In dem Fall ist das unser Ziel, wo wir rejecten. Wenn wir rejecten und keinen Split machen, war es das mit dieser Firma. Aber wen interessiert denn das dann? Dann sind wir runtergefallen, haben unser Wie, ich glaube im April irgendwo haben wir das gemacht. Und seitdem ist dieses erste Fractal fertig und es geht rauf zu unserem zweiten. Eine Sache noch, bevor wir hier hineinschauen. Das Interessante an der Aktie ist normalerweise, es passiert oft, dass die IPOs hier anfangen, ja, und wir einfach keine Ahnung haben, wie bei einem Neustart des Fractals das A und das B ausschaut. Hier sehen wir eigentlich meiner Meinung nach einen großen Teil vom B. Ja. Ich werde das jetzt dann auch nachher, mit was ich es vergleiche, zeigen, aber meiner Meinung nach ist das hier unser B. Ja. Merken. So, jetzt zoomen wir mal hier rein. So. Also, hier ist unser Allzeitlow. Ja. Am 6. Mai 2025. Auch hier, was für eine Überraschung, haben wir ein High Low gemacht und sind nicht vom Boden gesqueezed. Dieses High Low, das große, wurde am 20. August beendet mit einem perfekten V&A. Auch wunderschön zu sehen. Eigentlich, das ist so ein richtiges perfektes Beispiel, wenn ein Fractal wunderschön, absolut perfekt lesbar sich entwickelt. High Low unter der Trendlinie, High Low beendet, kleines Micro High Low schon wieder hinzugefügt, was auch wieder in einem V&A geendet ist. In dem Moment, wo das fertig war,
nach oben geschossen, über die jahrelange Trendlinie drüber, in die Nähe von unserer T-Linie, somit perfektes A-Peak, rejected, sind hinuntergefallen, haben einen perfekten Breakout-Retest gemacht. In dem Fall ist es ein V an der A und kein 0.5. Ja, man könnte sagen, es ist ein 0.618. Ja. Gebounced. Und meiner Meinung nach, das hier ist wieder mal das Micro Higher Low von unserem A. Auch interessant hier, meiner Meinung nach ist dieses Micro Higher Low schon fertig. Wir haben hier ein perfektes A, B, C und am 30. Dezember sind wir einfach in After Hours mit einer Candle unter unser A gefallen. Und dann sofort gebounced und wir haben hier wieder geöffnet. Ja, also dieses Higher Low fertig. Ja. Und seitdem gehen wir hier relativ sideways. Ich muss jetzt aber auch sagen, mit dieser Candle am Freitag, ich habe mir jetzt schon eine Position gemacht. Warum? Ja, die Sache ist die, wir machen das wieder Side by Side. Ich vergleiche diesen Move hier. Also links ist jetzt und rechts ist 2019, 2020. Ich vergleiche diesen Move hier gerne mit dem hier. Ja, weil es ist das Einzige, was wir wirklich haben. Ja. Auch hier. Wir haben hier unser V. Wir haben hier unser V. Wir haben ein großes Higher Low. Ein großes Higher Low. Ihr könnt euch hier auch eine Trendlinie vorstellen. Ja. Wir sind ausgebrochen. Wir sind ausgebrochen. In dem Fall wäre das hier unser A. Genauso wie das. Sind wieder runtergefallen. Haben einen Bounce hier bekommen. In dem Fall war das... Ja, in dem Fall war das kein 0.5, aber wir sind hier gebounced. Und dann haben wir unser kleines Higher Low gemacht. Ja, unser kleines Higher Low. Wir sind ja ein bisschen tiefer gekommen als hier, okay. Aber im Großen und Ganzen, wenn ihr euch das anschaut, nachdem sind wir hier sideways gegangen. Genauso wie wir hier sideways gegangen sind. Ja. Bestätigung, dass wir wirklich hier sind, ist ein Gap-Up. Ja. Wenn wir hier jetzt dann einen Gap-Up bekommen, dann ist unser nächster Move das hier. Ja. Bevor ich zeige, was das für jetzt bedeutet, nur eine Sache. Die einzige Alternative, die ich dazu habe, wäre, dass wir noch nicht hier sind, sondern dass wir jetzt gerade hier sind. Ja? Das wäre die einzige Alternative, die ich derzeit habe. Das bedeutet, wir bekommen noch nicht den großen Move, sondern wir bekommen diesen Move jetzt. Wie würde das jetzt ausschauen? Also, für den absolut großen Move sollten wir jetzt wirklich schon am Ende sein. Ja? Dann würde das Ganze so ausschauen. Ja? Unser Ziel ist irgendetwas hier. Ja? Von 109 bis zu 40. 30. Irgend sowas. Das wäre unser B. Aber dazu sei gesagt, das wäre noch nicht unser B-Peak. Ja? Weil unser B-Peak ist erst hier. Ja? Deswegen auch kleine Warnung. Ich persönlich, kein Financial Advice, ich werde in diesem Move verkaufen. Ja? Weil vor allem, ich meine, mit Aktien könnte man das hier halten. Ich würde nur nicht verstehen, warum, aber ja. Aber der Move kann locker 1-2 Jahre dauern. Ich sage es nur. Ja. Das killt Optionen. Ja. Und weil ich ja vorher am Anfang gesagt habe, merkt euch diesen Move. Ja. Weekly. Das wäre der B-Move. Ja. Also dieses Ding hier wäre genau das hier. Und ihr seht, das Peak ist erst am Ende. Ja.
Und das kann halt, also das alleine hat damals, wie lange? 2000 Jahre, das bedeutet 2000 Jahre. 2000 Tage, das bedeutet so um die 6 bis 7 Jahre hat das gedauert. Da wir davon ausgehen, dass ein Fractal in der Wiederholung immer länger wird, wer weiß, vielleicht dauert das sogar 12 Jahre. Ich sag's nur, ja, deswegen. Sollten wir den kleineren Move machen, also dass wir noch vorne sind, bedeutet das irgendetwas bei 20, 21? Ja, also das wäre dann, wir wären dann nicht hier, sondern wir wären erst hier. Ja, das bedeutet, wir gehen irgendwas zu 20, 30, ein Pullback noch und dann. Vorteil bei der Geschichte wäre, sollten wir erst hier sein, dann ist der Peak viel höher. Ja, also sollten wir erst hier unten sein, dann gehe ich wirklich davon aus, dass unser B irgendwas bei 69 ist. Ja, dann vergrößern wir das Ganze auf das hier. Schauen wir mal. Aber es schaut fantastisch aus. Okay, nächstes ist Bull. Hier vor Bull haben wir auch nur ein Fractal. Für die Transparenz sage ich nur, Bull ist einer der wenigen Charts, wo ich mal wirklich falsch gelegen habe, weil im früheren Tracking habe ich das mit Symmetry Tracking auch probiert. Da war es halt dann irgendwie, ja genau, ich glaube, wir haben das so getrackt, dass das ein Fractal war, haben diese Bars Pattern hier genommen. Diese Bars Patterns haben wir hier genommen, haben sie geflippt und haben das dann so getrackt. Ja. Hat auch bis zu dem Punkt perfekt funktioniert. Nur dann sind wir nach unten gebrochen. Ja. Ich könnte jetzt dazu sagen, ja, hat keiner sehen können. Stimmt auch. Trotzdem. In dem Fall lag ich falsch. Wie es allerdings jetzt ausschaut, es ist einfach ein Fractal. Ja. Wir haben hier unser A, unser B, unser C, unser Lower High, Midpoint T, sind noch immer unter der Linie gewesen. Im besten Fall ist am 21. November unser Low gewesen. Am 31. Dezember haben wir unser High Low beendet. Und in dem Fall ist unser nächstes Ziel A bei 18 und B bei 33, 36 und so weiter. Und dann ist nur die Frage, brechen wir Allzeithoch oder nicht. Mein Timeframe ist 4. Februar bis zum 17. Februar für unser A. Ja? Bedeutet, wenn wir jetzt hier unten fertig sind, geht es ab nach oben. Ich wäre dann der Meinung, dass der 4. Februar schon unser Peak für A ist und das dann nachher der Pullback. Können wir jetzt schon raufrennen? Die Sache ist die, okay, also unser erstes Higher Low fertig. Super. Das hier ist meiner Meinung nach unser Micro Higher Low, so wie bei vielen anderen. Ist das schon fertig? Ich muss ehrlich sein, ich würde gern noch einen Drop sehen. Irgendetwas zu 7,89 und dann nach oben. Ja. Für die Alternative sollten wir unter 7,66 brechen, muss ich sagen, dann werden wir ein neues Low machen. Wo das ist, keine Ahnung. Wir werden dieses Low bis zum 4. Februar machen und dann müssen wir wieder ein Higher Low machen. Ja.
sehe ich noch nicht wirklich, allerdings ich kann auch nicht sagen, dass ich es nicht sehe. Ja, wir waren hier noch nicht unten. Wir haben von der IPO keinen Hinweis darauf, wie das Ende ausschaut, nur dass unser AB relativ schnell nach oben gehen sollte. Ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass es so vertikal wird, weil die Wiederholung ist immer langsamer. Aber wir haben halt keine Ahnung, wie das Low ausschaut. Somit wäre möglich. Für Levels. Wenn wir hier nach unten gehen, wie gesagt, unser Ziel ist 7,88, also 7,87, ja, für unser V&A. Sollten wir warum auch immer nach oben gehen, alles über 8,91 ist bullish, alles über 10,36 und es gibt keine Alternative mehr. Es schaut super aus. Ich bin gespannt, wie die nächste Woche verläuft. Okay, nee, nächstes ist Plug. Für Plug habe ich eine bullische und eine bärische Alternative. Ja? Wir machen einfach schnell die bärische durch, ja, weil die geht am schnellsten. Für die bärische ist, wenn man sich das anschaut, das war hier einfach unser erstes Fractal. Das ging bis zum 4. März 2013. Vom 4. März 2013 bis heute für die bärische Version ist das noch unser Higher Low. Und das bedeutet aber, dass unser letzter Peak hier im Oktober 2025 war unser T. In dem Fall, was auch immer passiert, werden wir hier runterknallen. Irgendwo in dem Bereich von 43 Cent bis 12 Cent. Ja? Und dann machen wir unser Higher Low und dann geht es nach oben. Für die bärische Version. Sehe ich noch nicht, aber kommen wir noch dazu. Für die bullische Version war dieses große Higher Low beendet in einem V&A im Mai 2025 und wir sind schon in unserem nächsten Fractal, in unserem A. Für dieses A müssen wir auf jeden Fall über $76. Okay, na dann schauen wir mal rein, was wir bis jetzt gemacht haben. So, hier sind wir hineingezoomt. Hier ist unser niedrigster Punkt im Mai 2025. Und hier leider auch 2 Versionen. Ihr seht ja diese Trendlinie hier. Das ist die große, langjährige Trendlinie. Ihr seht auch, wir haben hier nicht wirklich ein Higher Low. Und normalerweise ist es so, dass das Higher Low unter der Trendlinie ist. Ja? Für die bärische Alternative ist das Ganze hier nicht A, sondern unser Higher Low. Ja? Bedeutet aber auch, egal was wir hier machen, wir müssen runter auf zumindest $1,01. Ja? Wir müssen hier hinunter. Dann ein Micro Higher Low, dann geht es rauf zu A. Ja? Und ich muss ehrlich sagen, ich tendiere eher dazu. Meine Zeitlinie war vom 26. Dezember bis zum 6. Februar. Also sollten wir das machen. Ich weiß, das schaut schlimm aus. Es wäre ein 56%iger Drop. Also vielleicht der Illusion News, keine Ahnung. Aber ich würde dann eigentlich gerne sehen, dass wir am 5. Februar für die bärische Variante hier unten sind. Für die bullische Variante muss dieses kleine Higher Low erreichen. Und das ist unser A. Es ist in der Nähe von unserer T-Linie. Das ist unser A. Ist dieses A fertig? Naja, wir nehmen wieder von unserem lowersten Punkt bis zum Peak unserer 0,5. Wir sind hier bei der 0,5 gebounced. Somit das A wäre fertig. Wir haben ein kleines Higher Low dran gehängt, was perfekt in einem V&A geendet ist. Und jetzt sind wir im Ausbruch. Ja. Vielleicht ist das noch ein zweites Micro Higher Low. Okay, in dem Fall würden wir einen Breakout Retest hier noch machen bei $2,02. Ja. Aber was auch immer bis zum
5. Februar, wenn dieses A fertig ist, will ich dann eigentlich nach oben gehen. Ja? Unser nächstes Ziel ist $31 für B, Breakout Retest, und dann müssen wir, wie vorher schon gesagt, über unser Peak von unserem High Low. Ja? Weil das wäre dann erst unser A. Für Levels. Also alles über $3 ist bullish. Bärische Alternative gibt es nicht mehr. Tschüss, Baba. Wir gehen nach oben. Und klarerweise alles über 4,70 und aufwärts, aufwärts, aufwärts. Wie schon gesagt, sollten wir hier hinunterknallen. Letzte Chance für einen Bounce. Nein, das war falsch. Letzte Chance für einen Bounce ist bei $2,02. Ja. Sollten hier wir weiter runterknallen und sollten wir 1,66 brechen, sage ich euch, wir gehen hier runter zu $1,01. Einfach nur, um das hier, dieses High-Low zu beenden. Sollten wir unter 86 Cent fallen, kommt die absolut bärische Methode und wir gehen viel, viel niedriger. Ja? Schauen wir mal. Okay, und letztes, Unity. Für Unity Software muss ich eigentlich sagen, ich habe diese Aktie eigentlich mir nur angeschaut, weil plötzlich so viele weiß ich nicht, 3-4 Monaten, so viele Content Creator angefangen haben zu sagen, ja, schaut's, wenn GameStop squeezed, wegen Spiele und Unity Software ist ja ein Engine-Entwickler, wird Unity Software auch raufschießen. Deswegen habe ich eigentlich angefangen, es zu tracken. Und es ist ein wunderschönes Fractal, muss man ehrlich sagen. Ja? Wir haben hier unser C, unser Lower High, unser Midpoint, unser T. Das sind unsere 2 Fixpunkte, die wir haben. Ja? Also für den nächsten Run, unser B und unser A. Meiner Meinung nach haben wir unser A schon erreicht. Dazu gleich. Dann sind wir runtergefallen zu unserem V. Auch hier wieder ein wunderschönes Higher Low, was in einem V an der E geendet ist. Ich meine, okay, in dem Fall ist es ein bisschen über die Trendlinie geschossen. Und dann sind wir raufgerannt zu unserer T-Linie, was unser wunderschönes A ist. Hier auch für die Transparenz. Ich bin vorher davon ausgegangen, dass das hier schon unser A war und das hier wunderschön schon unser Downtrend. Ich lag falsch, wir sind wieder raufgegangen. Bin trotzdem noch immer der Meinung, das ist unser A und wir brauchen einen Pullback. In dem Fall, wo gehen wir runter? In dem Fall, weil es A ist, brauchen wir entweder eine 0.5 oder eine 618 Pullback. In dem Fall wäre der 618 Pullback auch unser V&A. Ja? Also irgendwo in dieser Area, meiner Meinung nach, ist der Pullback. Fürs Micro-Tracking wäre da dieser Peak hier am 13. Jänner schon unser Lower High. Der könnte sogar jetzt schon beendet sein, weil hier das Lower High, zoomen wir noch ein bisschen näher ran. In dem Fall wäre dieses Lower High technisch gesehen schon fertig, weil ihr seht ja, hier ist unser C. Wir fallen runter, kommen hoch, gehen nicht über das High hier drüber, fallen runter, sind niedriger, wo es angefangen hat. Also technisch gesehen wäre das schon fertig. Aber im Großen und Ganzen, wie auch immer das ausschaut, wir werden runterfallen, kommen wieder hoch. Das wäre unser M. Solange wir das Lower High nicht brechen, unser M, wieder runter, wieder rauf, unser T. Und dann entweder bei der 0.5 bouncen oder bei der 618 bouncen. Was passiert danach? Danach, fertig, dann machen wir vielleicht wieder so ein bescheuertes kleines High-Low, wie immer halt. Und dann geht's rauf zu B. Und B ist irgendwo bei 109. Ja. Kein Financial Advice.
Ich weiß nicht genau, ob man das shorten sollte. Es bewegt sich halt doch nicht so schnell. Für mich wird es hier interessanter. Ganz ehrlich, weil von 20 oder 25 rauf zu 109 wäre das sogar ein schöner Shareplay. Ja. Aber ich will diesen Pullback. Okay. Wie lang war's? Oh, 45 Minuten. Ja. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mein Like. Das Erklärvideo kommt hier. Die Playlist für die normalen Aktien hier. Und wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr mir ein Abo geben. Mal schauen, wie die nächste Woche ausschaut. Wir sehen uns.